Der Traum eines jeden Unternehmers. Ein Partner in Crime, der deine Vision in die Umsetzung begleitet. Hör auf, nach dem Genie in der Zauberlampe zu suchen. Schau dir das Video an, denn genau sowas gibt es und darüber reden wir heute. Hi, und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Petra. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Online-Business Manager. Das bedeutet, dass ich meine Kunden, Selbstständige, die sich auf der Schwelle zum Unternehmertum befinden, dabei begleite, dass ihr Umsatz wächst, indem wir genau schauen, was passiert wann und wer hat dafür die Verantwortung. Genaue Umsetzung. Und wenn du generell jemand bist, der sich lieber diesen Content durchliest, dann schau unter diesem Video nach, denn da gibt es den Link zu meiner Management-Blaupause, meinem Newsletter. So, und jetzt willst du sicherlich wissen, welchen personellen Unterschied ein Selbstständiger zu einem Unternehmer hat. Richtig? Dann lass uns doch heute mal darüber sprechen, was ein Online-Business-Manager ist, welche anderen Bezeichnungen es dafür noch gibt und wie diese Person dir bei deinem Businesswachstum helfen kann und welchen Gewinn du daran hast. Klingt nach einem Plan? Let's do this. Gehen wir als erstes darauf ein, was ist OBM? OBM steht für Online Business Manager und ganz einfach gesagt ist ein Online-Business Manager im Unternehmen derjenige oder diejenige, die schaut, was muss getan werden, bis wann muss das fertig sein, wie hat es abzulaufen und wer ist dafür verantwortlich. Und damit diese Sachen geregelt sind, bedarf es natürlich verschiedene Bereiche in deinem Unternehmen. Und wenn du als Unternehmer oder als Selbstständiger gerade erst gestartet bist, dann weißt du, es gibt so viele verschiedene Positionen, die du einnehmen musst. Und dann klingt für viele natürlich auch so ein OBM als der Dream come true, endlich jemand, der mir das alles abnimmt. Aber darum geht es nicht ganz. Es gibt 4 Bereiche in jedem Business. Das sind einmal das ganze Zahlen, Daten, Fakten, Metrics. Alles, was mit Team zu tun hat. Alles, was mit Prozessen und Projekten zu tun hat. Und das Operational, also wie es auszuführen ist. Diese 4 Grobbereiche sind so auch in uns verteilt, dass die meisten in 1, 2 Bereichen besonders stark sind. Und die anderen kommen dann so als Beibrot, müssen halt erledigt werden. Und irgendwann kommst du mit deinem Business aber an den Punkt, wo du sagen kannst, hey, wenn ich jetzt wirklich weiter wachsen will, dann kann ich nicht mehr dafür sorgen, dass ich meinen Newsletter selber programmiere oder selber schreibe. Ja? Dann ist der erste Schritt, dass du jemanden, eine Assistentin, eine Virtual Assistant hast, die das Ganze für dich umsetzt. Ja? Also du stellst erstmal Experten, Assistenten ein, die dir bestimmte Aufgaben abnehmen, die dir zu viel sind. Und dann geht es so weiter, dass du irgendwann merkst, wow, ich bin nur noch auf Social Media aktiv. Ja, genau. Dieses ganze Marketing drumherum, das wird als nächster Block ausgelagert. Und dann kommt die Phase, wo wir dann dazu übergehen, wo wir sagen können, hey, jetzt können wir ganze Bereiche auslagern. Und genau da greift ein Online-Business-Manager ein. Ja? Das bedeutet aber auch, dass du hast jetzt vielleicht ein bisschen mitgerechnet, ein paar Assistenten, Experten hast du schon an Bord und jetzt noch jemand, der das Ganze für dich managt. Erfahrungsgemäß, nur so Orientierung, liegt da so ein Monatsumsatz mindestens bei 40.000 Euro, bis sich jemand ein OBM leisten kann. Und dann wird auch der Return on Investment ratzfatz erfüllt. Denn was dann geschieht, ist, dass jemand reinkommt, ich würde jetzt mal sagen System Lover, der schaut, wie sind die Prozesse in deinem Unternehmen aufgestellt, was fehlt da noch, was kann nicht nur optimiert werden, sondern was muss auch so gestaltet werden, dass jeder weiß, was er zu tun hat, nach welchem Standard, dass jeder weiß, bis wann hat das fertig zu sein.
Denn in vielen Fällen ist der Mitarbeiter nicht schlecht, sondern es fehlen einfach die klaren Instruktionen. Was wird von dieser Person erwartet? Das steht vielleicht dann irgendwann mal am Anfang im Vertrag drin, aber was tust du dafür, damit diese Person auch wirklich genau deine Erwartungen erfüllen kann? Und für diese Sichtbarkeit innerhalb des Teams und der Unternehmenskommunikation sorgt ein Online-Business Manager. Das bedeutet aber auch, den Online-Business Manager, der das alles für dich regelt, gibt es nicht. Wir hatten eben diese 4 Bereiche. Wir haben uns darauf geeinigt, 1, 2 bist du selber am stärksten drin. Das heißt, es macht nur Sinn, dass du dir einen Counterpart suchst. Ja? So, das ist der Unterschied, denke ich, zur virtuellen Assistentin, weil ich merke, so gerade im deutschsprachigen Raum wird es häufig durcheinander geworfen. Also für dich als Unternehmer, du kriegst diese Diskussion vielleicht gar nicht mit, aber viele Assistentinnen, viele virtuelle Assistenten sind mit der Bezeichnung ihres Titels nicht so fein. Und dann kam so die OBM-Welle rübergeschwappt. Also ich war eine der ersten, die sich von der IAOBM, also von der International Association of Online Business Manager, hat zertifizieren lassen, 2020 im europäischen Raum. Und da war der Begriff noch gar nicht vorhanden. Und dann setzte sich das so langsam durch. Und für viele wurde dann OBM so die super schicki Bezeichnung für hochqualifizierte VAs. Das ist es aber nicht, es meint was völlig anderes. Ein VA führt das aus, was dir zu viel ist, oder auch deine Assistentin nimmt dir das aus, wo du einfach nicht mehr genügend Stunden am Tag zur Verfügung hast. Ein Online-Business Manager geht hin und nimmt den Part, wo du bewusst weißt, das ist nicht meine Geniezone. Und die gibst du an eine andere Person. Ja, das heißt also, du klonst dich selber in einer besseren Art und Weise. Und deshalb gibt es dann auch so verschiedene Bezeichnungen, beziehungsweise ist OBM nicht unbedingt der Begriff, der dir als erstes geläufig ist. Ja? Das können Projektmanager sein, das kann ein COO sein, also der das ganze Operational Management für dich umsetzt. Das kann ein Launch Manager sein, Implementer, also Systeme einführen, umsetzen. Oder ein Prozess, Consultant, Optimierer, Project Management. Das sind je nach Qualifikationsstärke des OBMs das, was da zum Tragen kommt. Deswegen ist OBM ein ziemlicher Dachbegriff für das, was du da gebrauchen kannst. Und OBM ist nicht OBM und es ist eine individuelle Sache, dementsprechend aber auch für dich leichter zu finden, wer könnte mein Counterpart sein, mein Partner in Crime, mein Ersatzklon. Und diese Person gilt es zu finden und in dein Unternehmen einzubinden. Jetzt klingt es ziemlich cool, Partner in Crime, Counterpart und so weiter. Das bedeutet aber auch, und deswegen auch dieser Unterschied von Selbstständiger zu Unternehmer, du gibst einen Teil deines Business ab. Die Verantwortung überträgst du mal ebenso auf eine andere Person. Und dass man da so ein bisschen shaky hands bekommt, ist völlig normal. Gleichzeitig kannst du aber den nächsten Schritt in deinem Wachstum, in deiner Skalierung nicht tun, wenn du daran festhältst, all die Dinge im Unternehmen selber zu machen. Wenn es also dein klares Bestreben ist, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen, dann brauchst du jemanden, der genau diesen Part für dich übernimmt. Sonst funktioniert das Ganze mit dem Wachstum nicht. Sind wir uns doch einig, oder? Und genau diese Bereitschaft gilt es als OBM im Gegenzug am Anfang direkt herauszufiltern. Ja? Wir hatten eben kurz darüber gesprochen, die Business-Wachstumsphasen, also vom aktiven, ich suche mir eine VA, mir ist alles ein bisschen zu viel,
zum Leverage, also Hybrid. Ich lagere mein Social Media Marketing aus, meine Website, all das wird jetzt von einem Expertenteam übernommen. Hinzu, ich gebe ganze Bereiche ab, das ist dann der passive Bereich. Ja? Und wir alle träumen ja vom passiven Einkommen, das irgendwie, ja. Es bedeutet in dem Fall nur, dass du in eine passivere Rolle schlüpfst, am Unternehmen arbeitest statt im Unternehmen. Okay? Und das wiederum ist messbar am Monatsumsatz 40, 50.000, wo du merkst, das ist jetzt der nächste Sprung dorthin. Diese Grenze gilt für jemanden, der kontinuierlich mit einem Online-Business-Manager zusammenarbeiten möchte. Ja, also es gibt jetzt nicht dieses eine Modell, ich hole mir einen Online-Business-Manager, ich stelle den ein und dann bleibt er da und dann regelt er all das, was ich nicht kann. Ja, sondern es gibt eben auch projektweise Begleitung, ja, in Form von VIP-Days, in Form von verschiedenen Projektarbeiten, das reine Launch-Management auszulagern. Wenn du also merkst, so, ich bin bereit, bestimmte Bereiche abzugeben, aber irgendwie stehe ich noch nicht so ganz an dem Sprung, von dem Petra gerade gesprochen hat, dann gibt es Zwischenlösungen. Ja, du musst nur danach fragen, Lösungen finden sich eigentlich immer. Und genau das ist es im Endeffekt. Viele haben den Eindruck, es gibt entweder einen großen Visionär oder du bist die Person, die die Probleme löst. Es darf aber auch, wenn du bestimmte Automatisierung reinbringen möchtest, wenn du willst, dass die Sache von alleine läuft, wenn du auch mal Urlaub machen möchtest, den Posten des System Lovers, ja, also der Person, die eben dafür sorgt, dass das Ganze nach System abläuft, dass nicht nur jemand eine große Sache sieht, ein anderer die Probleme löst und dann wird ein Feuer gelöscht, sondern dass jemand die Vision sieht, schaut, okay, wir müssen das tun, das führt uns dahin, den Plan vorstellt und dann wird das Problem gelöst. Und dann gibt es aber einen Fahrplan, dann gibt es eine Roadmap, wie du dahin gelangst. Und diese Roadmap kann immer wieder beschritten werden. Das das Ganze auf Dauer einfacher macht und wesentlich produktiver und effizienter. Solche Fahrpläne nennt man übrigens SOPs, Standard Operating Procedure. Ich habe dir das mal hier verlinkt, dass du nachschauen kannst, was das genau bedeutet und welche Systemliebe du in dein Business mit einbringen darfst. Wenn du jetzt also gemerkt hast, okay, es ist wirklich für mich an der Zeit, vom reinen Selbstständigen zum Unternehmer zu wachsen. Herzlichen Glückwunsch. Es werden Wachstumsschmerzen auf dich zukommen und es ist ein großer Sprung. Und gleichzeitig ist in meinem Verständnis es nicht möglich, ab einem gewissen Niveau alles nur noch als eine One-Man-Show zu gestalten. Da draußen ist auch niemand, der von dir verlangt, dass du das alles alleine machen musst. Das Schöne ist, dass du dir mit einem OBM keinen Partner in Crime oder keinen Geschäftspartner in der Sinn reinholst, der auch offiziell was von dem Kuchen abhaben möchte, sondern in der Regel derjenige sagt so, ich stehe neben dir, wir springen gemeinsam jetzt in diese Matschpfütze und der völlig fein damit ist, wenn am Schluss alle dich lobhuldigen und dir gratulieren und tatsächlich dann einfach nur der ist, der dich anfeuert, Gas gibt, auch mal galant in den Allerwertesten tritt, wenn es sein muss, aber wo du dich darauf verlassen kannst, dass es eine klare Meinung gibt, dass es jemand an deiner Seite gibt, dem dein Business genauso wichtig ist wie dir. Ja, in der Regel verstehen wir ja kaum, warum andere unser Business nicht so geil finden wie wir selber. Es sind doch so viele geniale Ideen dahinter. So viele geniale Produkte und Service-Dienstleistungen. Und genau das ist es, was dein Business benötigt. Ein Manager. Und zwar kein Manager für dich als Person, sondern für dein Business. Also, wenn du für dich jetzt noch mehr Klarheit gewinnen willst, ob bei dir alles nach wer macht was, wann und mit welchem Mittel läuft,
dann sicher dir einen Termin im Discovery Call mit mir. Den Link findest du unter diesem Video, wo wir noch einmal ganz individuell darauf eingehen können, ist OBM was für dich? Was brauchst du, um dahin zu gelangen? Und wie kann dein Businesswachstum aussehen? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm ein Like da lässt. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du jeden Donnerstag über eines meiner neuen Videos benachrichtigt wirst und gönn deinem Business das Upgrade. Wir sehen uns im nächsten Video.